Moin, wie geht's? Heute haben wir nur ein kurzes Video. Alles, was wir dafür brauchen, ist dieser Schraubenzieher. Wir sagen euch gleich, worum es geht. So, wir sitzen jetzt im Auto und alles, was wir machen, ist heute die Schalter für Klappis und für Warnblinklicht einmal austauschen gegen Retro-Switches, damit das ein bisschen klassisch daherkommt. Das ist das gute Stück. Das kommt von mx5mods.net aus dem Vereinigten Königreich. Danke an Alex nochmal dafür. Ja, und dann beginnen wir jetzt mal mit. Ne? Schraubendreher ist griffbereit. Wir müssen zuerst die Mittelkonsole rausbauen. Das sind 1, 2, hier drunter versteckt sich nochmal eine Schraube. Und hier im Ablagefach verstecken sich nochmal 2 Schrauben. Die sind jetzt schon raus, komischerweise. Und dann müssen wir natürlich den Schaltknopf abdrehen. Das sollte normalerweise ziemlich einfach gehen. So, ab ist er schon. Weglegen, beiseite. Gut, den braucht ihr noch. Jetzt kommt der knifflige Part. Wenn ihr elektrische Fensterheber habt, darunter ist die Steckverbindung dafür. Da müsst ihr aufpassen. Und hier hinten drin müsst ihr sehen. Au, Mikrofon im Gesicht. Und müsst ihr dann halt sehen, dass er das hier durch diese Öffnung gefummelt bekommt. Das geht aber relativ easy. Dann sieht das ungefähr so aus, wenn ihr das abnehmt. Habt ihr da noch einen Stecker, genau. Den macht er ab. Im Idealfall geht das schön einfach. Aua. Ja. Und den zweiten auch noch. So, und dann habt ihr das Teilchen in der Hand. Und könnt das auch beiseite legen. Nicht erschrecken, das sieht manchmal ein bisschen wild aus hier drunter. Das ist die Dämmung. Das weiß ich nicht, wofür das ist. Das wird bestimmt wichtig sein. Jetzt müssen wir den oberen Teil der Mittelkonsole rauskriegen. Da fangen wir an mit dem Radio. Meins ist ziemlich einbruchsicher eingebaut, deswegen kann ich das auch so schon rausnehmen. So, dann habt ihr hier natürlich die Steckverbindung, die ihr trennen müsst, Antenne, ne? Und die MX5 Stecker da. Aua! Und ja. Genau. Und dann hier noch eine Steckverbindung. Dann könnt ihr das auch beiseite legen. Wunderbar. Die Heizungsblende braucht ihr nicht rausnehmen, weil die ist dahinter gesetzt. Jetzt müssen wir noch oben die Lüftungskugeln rausnehmen. Dazu braucht ihr dann auch einen flachen Schraubendreher. Da setzen wir an und hebeln die raus mit Vorsicht. Ne? So, dann geht die auch nicht kaputt. So. Zweiten, das macht einmal schön einen Knacks und dann kannst du die schon rausnehmen. Die sind noch heile, so sieht das aus. Und da oben verstecken sich 2 Schräublein. Weiß nicht, kriegt der Alex die eingefangen? Sag ich mal, ist die rechte? Da, guck, da sitzt eine und gegenüber auf der anderen Seite auch. Genau. So, dann nehmen wir wieder unseren Kreuz und drehen die lose. Und dann kann man die Blende schon rausnehmen, fast, weil dahinter ist natürlich die Steckverbindung für die Schalter. Die machen wir jetzt lose und dann zeige ich euch, wie das aussieht. Wenn ich da dran komme. Ja, wunderbar. So, und dann habt ihr das Teil in der Hand. So, wir haben den Ort gewechselt, sind jetzt in der Bar, da geht das gerade ein bisschen besser. So, die alte Schaltereinheit sitzt hier hinten, ist mit 2 Schrauben, einmal da, einmal dort befestigt. Jo, die könnt ihr rausnehmen und einfach nach hinten rausziehen. Wunderbar. Ihr habt ja gerade gesehen, funktioniert noch. Wenn einer das haben will, ne, soll er sich melden. Um das Ganze jetzt zu befestigen, nehmen wir unsere Schalter, machen das mit der hinteren Platte, stecken die da durch. Der obere ist für... Der obere mit den 2 Kabeln ist für Warnblinklicht und der untere mit den 3 Kabeln ist für die Scheinwerfer. So, wenn ihr das da durchgesteckt habt, dann könnt ihr die Frontplatte da durchstecken und die passt wunderbar hier rein in die Aussparung, in die alte. Dann könnt ihr das so halten und auch schon mal festschrauben, mit einem zumindest leicht. Ihr müsst natürlich nur darauf achten, dass die Schalter hinten relativ gerade ausgerichtet sind, sonst oder auch nicht, je nachdem wie es euch beliebt, dann könnt ihr nämlich die Schaltrichtung verändern, also hoch, runter oder links oder rechts. Das ist euch dann überlassen. So und so. Genau. Und schon habt ihr das eingebaut.
So, das war's. Und jetzt ins Auto und dann zeigen wir euch, wie es aussieht. Genau. Dann stecken wir das jetzt einfach wieder dran, bauen das Ding wieder zusammen. Umgekehrte Reihenfolge wie beim Auseinanderbauen. Ja, und bevor wir das machen, testen wir das mal. Der Stecker muss da erstmal rein, ne? Damit wir das nicht alles umsonst gemacht haben. Und Weil, was kann passieren? Es kann passieren, dass ihr den Schalter verdreht habt aus Versehen. Ist zwar unwahrscheinlich, aber möglich. so, Dann ist der zum Beispiel in der nach unten gekippten Stellung und der Warnblinker ist an, oder andersrum, der ist unten gekippt und die Scheinwerfer sind oben und andersrum. Also es wird nicht passen. Deswegen einmal vorher, bevor man alles zusammengebaut hat, schnell nachschauen, ob es passt. Das erspart einem Arbeit. so sieht's aus. So, Scheinwerfer stehen auf Auto. Jetzt auf Ab. Wunderbar, das funktioniert. Warnblinker ist aus. Warnblinker ist an. Das funktioniert. Wunderbar. Dann können wir das jetzt wieder zusammenbauen. Herrlich. Jetzt ist wieder alles zusammengebaut. Und das Schönste ist, es funktioniert und sieht sehr klassisch aus. Selbst dieses Gefühl beim Bedienen der Schalter. Phänomenal. Ein neuer Schaltknopf war auch noch drin. Ja. Da bin ich mir aber noch unschlüssig. Vielleicht bleibt er, vielleicht auch nicht. Wer weiß. Wir sehen das auf dem Tidem. Bis dahin. Tschüss. Wenn euch das Video gefallen hat, dann liken, teilen, abonnieren und die Glocke, die ist wichtig. Dann kriegt ihr immer alles mit. Viel Spaß.